Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein Rezept für euch, das bestimmt bei vielen von euch Kindheitserinnerungen weckt. Und zwar habt ihr euch bei meiner letzten Umfrage ja für den Butterkuchen entschieden. Speichert euch dieses Rezept auf jeden Fall ab, denn den Hefeteig könnt ihr zum Beispiel auch für andere Blechkuchen wie Apfel- oder Streuselkuchen verwenden. Für den Hefeteig braucht ihr 375 Gramm Mehl Typ 405, ein Päckchen Trockenhefe, 50 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker, etwas Salz, ein mittelgroßes Ei, etwa 200 Gramm Milch und 70 Gramm Butter. Achtet darauf, dass alle Zutaten bis auf die Milch zimmerwarm sind. Auf die Milch gehe ich gleich noch etwas näher ein. Wenn du zu denjenigen gehörst, deren Hefeteig nie so richtig aufgeht und der Kuchen schwer und trocken wird, dann habe ich hier einen Tipp für dich. Probier es mal mit einem Vorteig. Dafür gibst du erstmal das Mehl in die Schüssel, machst eine Mulde in die Mitte und da versteckst du erstmal die Hefe zusammen mit einem Teelöffel Zucker. Und dann wären wir auch schon bei der Milch. Damit sich der Hefeteig optimal entwickelt, sollte die Milch handwarm sein. Die Profis erkennen das daran, dass sie sich weder kalt noch richtig warm anfühlt. Das ist so ähnlich wie ein Babybad. Wenn du dir da unsicher bist, kannst du die Temperatur auch einfach mit einem Thermometer abmessen. Ideal ist eine Temperatur zwischen 35 und 37 Grad. Die aufgewärmte Milch kommt jetzt bis auf einen kleinen Rest in die vorbereitete Mulde. Die restliche Milch könnt ihr dann beim Kneten zufügen, wenn ihr merkt, dass der Teig sonst zu trocken wird. So, und ein bisschen Mehl drüber. Perfekt. Der Vorteig muss jetzt an einem warmen Ort ruhen, bis sich viele kleine Bläschen gebildet haben. Ich stelle meinen Teig gerne in den vorgewärmten Backofen. Ideal ist eine Temperatur zwischen 20 und 28 Grad. Um sicherzugehen, dass es nicht zu warm ist im Backofen, stelle ich immer so ein Thermometer mit rein. Für diejenigen, die es interessiert, verlinke ich das auch nochmal unten in der Videobeschreibung. So in etwa sollte das Ganze dann aussehen. Dann wird der Hefeteig schön locker und fluffig und der Butterkuchen bleibt länger frisch. Ich habe noch viele tolle Rezepte auf Lager, die ich gerne mit euch teilen möchte. Wenn dir meine Rezepte gefallen, dann kannst du meinen Kanal ganz einfach und kostenlos unterstützen, indem du diesem Video ein Like gibst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Der restliche Zucker, Vanillinzucker, Salz, das Ei und die Butter. Und dann kann es auch schon ans Kneten gehen. Jetzt erst einmal 1 bis 2 Minuten auf Stufe 1 mischen und dann auf Stufe 2 hochschalten und den Teig so lange kneten, bis er den sogenannten Fenstertest besteht. Nach ungefähr 10 bis 12 Minuten kannst du mal schauen, ob du den Teig ganz dünn ausziehen kannst, ohne dass er gleich zu Beginn reißt. Wenn das klappt, ist der Teig fertig, wenn nicht, musst du ihn noch ein paar Minuten weiter kneten. Jetzt muss der Hefeteig an einem warmen Ort so lange aufgehen, bis sich sein Volumen in etwa verdoppelt hat. Wie lange das genau dauert, hängt unter anderem davon ab, wie warm dein Teig und wie warm deine Küche gerade ist. Hier darf man nicht nach der Uhr gehen, sondern muss auf den Teig achten. Am einfachsten erkennst du die Volumenzunahme, wenn du den Teig in einen durchsichtigen Behälter gibst, die Oberfläche glättest und die höchste Stelle markierst. Ich stelle den Teig wieder in den Ofen, so nach 45 bis 60 Minuten sollte er dann soweit sein. In der Zwischenzeit könnt ihr, wenn ihr auch die Hälfte des Kuchens mit Streuseln belegen wollt, die Streusel vorbereiten. Dafür brauchen wir 150 Gramm Mehl, 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker und 75 Gramm Butter. Dann könnt ihr, je nachdem was ihr gerade da habt, ein paar säuerliche Äpfel auf den Kuchen legen oder wie hier Heidelbeeren. Einfach alle Zutaten zusammen in die Schüssel geben und mit den Knethaken verkneten, bis sich Streusel gebildet haben. Wisst ihr was, das dauert mir jetzt einfach zu lange. Ich mache das doch mit den Händen und gebe auch noch ein bisschen Milch dazu. Guck mal, so sieht es doch schon besser aus, oder? Die Streusel stelle ich jetzt in den Kühlschrank und dann schauen wir uns mal den Hefeteig an. Das sieht schon ziemlich gut aus, oder? Jetzt decke ich den Teig ab und lasse ihn so 10 bis 15 Minuten entspannen. Während sich der Teig jetzt ausruht, zeige ich euch mal die Zutaten für den Belag. Für einen halben Butterkuchen braucht ihr 50 Gramm Butter, 40 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker und 50 Gramm gehobelte Mandeln. Ich gebe gerne immer noch ein bisschen Zimt dazu und beträufel den Butterkuchen am Ende noch mit Schlagsahne. Erst den Zucker mit Vanillinzucker und etwas Zimt mischen und dann kommen die Mandeln dazu.
Da ich aus dem Hefeteig jetzt 2 verschiedene Kuchen machen will, klemme ich einfach mit dem Lineal so ein Stück Backpapier in die Mitte. Auf dem Butterkuchenteil kommen jetzt die Butter in kleinen Flöckchen und darauf die Mandeln mit der Zuckermischung. Und jetzt kommt der spaßige Teil. Einfach mit den sauberen Fingern oder mit einem Löffelstiel viele kleine Dellen in den Teig pieksen. So, jetzt müssen nur noch die Heidelbeeren und die Streusel auf den anderen Teil und dann ist der Kuchen auch schon fertig. Ich backe den Kuchen bei 220 Grad ungefähr so 20 bis 30 Minuten. Habt aber ein Auge drauf, weil jeder Backofen ein bisschen anders backt. So ungefähr 5 Minuten vor Ende der Backzeit gebe ich noch etwas Schlagsahne auf den Butterkuchen. Ich lasse den Kuchen jetzt erst einmal abkühlen und dann zeige ich dir wie immer noch den Anschnitt. Schau mal, so weich und fluffig, da könnte ich mich glatt reinlegen. In Frischhaltefolie gewickelt bleibt der Kuchen locker ein paar Tage frisch. Wenn du auch so gerne Butterkuchen magst, dann schreib mir doch mal unten in die Kommentare, ob du ihn auch mit Sahne beträufelst. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Spaß beim Nachbacken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!